Die UCM haben sich bewegt. Die Nahkampffregatten sind in einem Standardmanöver weiter nach innen geschwenkt und werden jetzt gleich auf das Battleship feuern. Der Strike Carrier ist mit Max Speed hier nach vorne gestoßen, wobei man dazu sagen muss, dass in der Atmosphäre einfach die Fortbewegung extrem verkürzt und gebremst ist. Auf jeden Fall wird der Strike Carrier versuchen, auf den schon ziemlich beschädigten Kreuzer zu schießen, was auch extrem erschwert ist, da er in der Atmosphäre ist. Die zwei Korvetten sind auch relativ eine kurze Strecke geflogen und werden jetzt gleich die gegnerischen Korvetten unter Feuer nehmen. So, in der Schussphase der UCM haben die zwei Nahkampffregatten das Schlachtschiff verfehlt. Dieser kleine Held hier, der Strike Carrier, hat es geschafft, den Kreuzer in die Luft zu jagen. Und er hatte genau einen Würfel und musste eine 6 würfeln und er hat es geschafft. Die Korvetten hier haben extrem guten Schaden verteilt. Sie haben eine Korvette komplett zerstört und die anderen beiden Korvetten beschädigt. Eine sehr starke Runde für die UCM. Die PHR hat ihre verbliebene Battlegroup in die Gegner hineinbewegt, und zwar mit dem Befehl Weapons Free. Das bedeutet, dass es wirklich alle Waffen kommen zum Einsatz. Und der Vorteil in diesem Spiel ist, es gibt keine Sichtblocker. Feindliche Schiffe, irgendwelche Objekte im Weltraum, egal. Man kann durch alles und jedem schießen, solange die Scanreichweite stimmt. Und die Scanreichweite ist abhängig von der Standard-Scanreichweite eines Schiffes, der Signatur eines Schiffes und die Energiespikes. Das ergibt die Distanz für alles, außer Nahkampfwaffen. Also wollen wir mal sehen, wie stark die Breitseiten der PHR hier tatsächlich sind. Okay, da sind wir wieder. Und wie ich gesagt habe, die PHR mit ihren Breitseiten sind super. Das Schiff hier hat hier etwa 5 Schaden verteilt und hier 3 Schaden. Das Schiff hat nochmal hier 4 Schaden verteilt und hier 2 Schaden oder 1 Schaden. Und die zwei kleinen haben jetzt weniger gemacht. Hier 1 Schaden, hier 1 Schaden. Aber insgesamt sind das jetzt irgendwie 12 Schaden, die durchgekommen sind bei der Wut dieser Würfel. Das ganze Manöver birgt natürlich auch Nachteile. Die beiden großen Schiffe mussten Weapons Free einsetzen, haben deshalb einen Major Spike, was in dem Fall aber irgendwie total überflüssig ist. Sie sind ja total in der gegnerischen Hälfte und damit sowieso von allem beschießbar. Die kleineren Fregatten, die müssen das nicht machen. Ja, sitzen aber natürlich trotzdem von Feinden umringt fest. Es ist so ein bisschen eine Selbstmordmission, wenn man so will. Jedenfalls, die zwei Fregatten hier konnten komplett ausgeschaltet werden und der Avalon Battlecruiser braucht noch 2 Schaden, dann würde er anfangen zu kribbeln und müsste auf der Tabelle noch Spezialschaden auswürfeln. Was wir jetzt als nächstes machen werden, ist die Abhandlung der Bomber und des Torpedos. Jo, mein erster Torpedoeinschlag. Da war mal ein Torpedo und jetzt ist da ein Schiff, das eigentlich nicht mehr existiert. Es hat noch einen Health Point übrig. Die Panzerung wurde dauerhaft zerstört, irreparabel. Ja, und mal sehen, wie lange das Schiff noch durch die Gegend krebst. Die Bomberangriffe hier wurden komplett durch die Jägerstaffeln vereitelt und die Fregatte ist demnach erstmal sicher. Damit sind wir bei der zweiten Battle Group. Die UCM kommen mit 22 Punkten, die PHR kommen mit 22 Punkten. Das heißt, die Würfel entscheiden. PHR 2,
UCM 2. Okay, nochmal. PHA gewinnt. Okay. Jetzt ist es wieder das gleiche Spielchen. Will PHA zuerst oder nicht? In dem Fall entscheidet der PHA-Player, dass UCM zuerst geht. Okay. Die UCM sind alle nach vorne gerückt mit Standard-Orders. Die zwei New Cairo sind auch auf den Low Orbit gewechselt, um hier nachher die Critical Location zu halten. Die zwei New Cairo werden das Battleship beschießen. Der Battlecruiser wird das Guillemont Troopship beschießen. Dank den beiden Spezialfregatten. Die zwei Limas haben mit Aktivscan das Schiff angeleuchtet und konnten es aus dem Silent herausholen und sogar noch einen Minospike drauflegen. Okay, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der Super Heavy Burn-Through Laser vom Avalon Battlecruiser ist besser als ein Torpedo. Das Ding hier hat hier jetzt total ein Loch reingebrannt und 6 Schaden verursacht. Die zwei haben genau 0 Schaden verursacht, wobei das hauptsächlich an den Calypso-Spezialfregatten gehangen hat, weil die sorgen dafür, dass alle Feinde, die versuchen dort einen Treffer zu landen, das extrem erschwert wird. Ich habe fast die Nahkampfwaffen vergessen. Der Battlecruiser hat mit seinen Nahkampfwaffen hier noch einen Schaden verursacht und der Kreuzer konnte hier noch einen Treffer landen. So, jetzt geht's weiter zu den PHA. Die PHA haben ein Curse Change Order ausgeführt, also ein Wendemanöver. Dadurch können sie sich viel mehr drehen. Der schwere Carrier hat zusätzlich dadurch auch versuchen können, den Torpedo abzuschütteln. Komplett abschütteln geht nicht, aber er wurde um eine Runde verzögert. Also er verfolgt sein Ziel weiter, diese Runde detoniert er aber nicht. Die Calypso-Fregatten sind einfach so wenig wie möglich nach vorne, weil sie ja weiterhin die Battleships abdecken wollen. Der Scipio hat sich auch zur Seite gedreht, um seine Breitseite jetzt in das böse Avalon Battleship zu ballern. Mal sehen, ob das tatsächlich etwas hilft. Ja, die Würfel verlassen sich nicht immer auf einem. Das Scipio Battleship hat es geschafft, dem Avalon Battleship genau einen Schaden abzugewinnen. Damit gibt es wieder neue Battlegruppen. Die UCM kommen mit 11 Punkten. Die PHA kommen mit 30 Punkten und bringen ihre Schlachtschiffe. So. Die Madrid-Kreuzer sind durchaus wichtig geworden. Die sollten dann irgendwann mal die Kerlchen da in der Mitte rausballern. Aber nichtsdestotrotz, die PHA dürfen anfangen. Natürlich auch die PHA Battleships haben furchterregende Breitseitenwaffen. Darum haben sie sich jetzt über eine Standardorder in Stellung gebracht und werden so viel wie möglich in den Avalon Battlecruiser pulvern. Sollte eine Salve vom ersten Schiff schon reichen, dann wird das zweite Schiff wahrscheinlich auf das Flaggschiff der UCM umschalten und dort weiter drauf ballern. Ja, mal sehen. Ja, so habe ich mir das auch immer vorgestellt. Sobald 2 Battleships auf ein Schiff schießen, dann ist das Schiff weg. Die Explosion der Avalon hat dafür gesorgt, dass hier der Strike Carrier weitere 2 Schaden erhalten hat. Aber das war es wert. Okay, die Bombard Cruiser
der UCM sind im Vormarsch, haben mit Standardorders sich vorgeschoben, auf den Low Orbit gewechselt und können jetzt gleich nachher die Stadt mit der PHR-Mannschaft bombardieren. Die Jakarta-Fregatte ist einfach wieder in der Nähe geblieben und auch hier hat sich der Madrid-Kreuzer in Stellung bewegt und wird nachher dieses Ziel bombardieren. Also die Bombardment Cruiser sind auch nicht schlecht. Der hier hat es geschafft, die Infanterieeinheit zu vernichten. Und der hier hat es auch geschafft, die Infanterieeinheit zu vernichten. Des Weiteren konnte der hier dem Battleship noch 2 Schaden zufügen. Ja, das war's erstmal. Jetzt wieder zu den Battlegroups. Die UCM haben eine 13. Die PHR haben eine 6. So, die UCM sind also mit ihren Truppenschiffen dran. Und die PHR wären jetzt mit ihren Korvetten dran. Gut. Dann sagt die PHR, dass die UCM anfangen. Die UCM wollen sich hier jetzt doch langsam mal behaupten. Der Truppentransporter ist mit Max Trust Orders so weit vorgeprescht, dass er, falls er es überlebt, nachher noch Truppen anlanden kann. Der andere hat sich im Standardorder vorgewagt und die Jakarta ist auch in der Standardorder vorgefahren, um nachher das Battleship zu stützen. Ja, jetzt ist es so, der kann noch schießen, der kann noch schießen und die beiden werden sehr wahrscheinlich auf das Battleship schießen. In der Schussphase konnten die UCM-Truppenschiffe leider keinen Schaden verursachen. Wie gesagt, Schiffe in der Atmosphäre können sich nicht sehr viel bewegen. Die Korvetten haben überall ihre Standardbewegung absolviert. Die werden jetzt auf das Truppenschiff der UCM ballern und die werden versuchen, die anderen Korvetten aus dem Spiel zu nehmen. Also ich finde, Korvetten sind sowieso sehr krasse Schiffe. Die Korvetten haben es geschafft, die Gegnerkorvetten auszulöschen. Und die Korvetten hier haben dem Truppenschiff 4 Schaden zugefügt. Hier allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das tatsächlich korrekt gespielt habe, wenn Korvetten aus der Atmosphäre nach oben in den Orbit schießen, ob sie das wirklich so sehr beherrschen. Aber so wie ich das gelesen habe, dürfte das so korrekt sein. Und zur nächsten Battlegroup. Hier wären es die Battleships, die 30er. Hier ist es ein 14er, die Truppenschiffe. Die PHR dürfen also anfangen und das machen sie auch. Der Grund dafür ist ganz klar, sie werden versuchen, ihr Truppenschiff zu retten. Wenn sie jetzt auf Silent Running umstellen, verliert das Truppenschiff nämlich alle seine Spikes, falls es die Bomberangriffe überlebt. Okay, also das Truppenschiff und das Truppenschiff sind im Silent Running nach vorne. Und die Escort Carrier haben hier eine Linie gebildet und sind im Standardorder zur Seite gefahren. Keiner dieser Schiffe hat Waffen, die sie im Moment einsetzen können. Das heißt, wir handeln jetzt die Bomber und Fighter ab für das jeweilige Schiff. Gut. Die Bomber der UCM haben den Escort Carrier in die Luft gesprengt und dem Dropship noch einen Schaden zugefügt. Deswegen ist es gecrippelt und hat dabei seine Scan-Einheit eingebüßt, bis sie wieder repariert wird. Jetzt ist mir aufgefallen, dass wir noch gar nicht die Bomber von dem Schlachtschiff abgehandelt haben. Das machen wir jetzt, nachträglich. Okay, 5 Bomber waren viel, aber Schlachtschiffe haben eine sehr starke Point Defense und 2 Staffeln mit Jägern haben den Rest vereitelt.
Dadurch konnten die Bomber nichts weiter ausrichten. Gut, das Battleship hat sich gerade nach vorne bewegt und macht die Order Weapons Free und will damit schauen, ob sie das Battleship hier knacken kann. Das Battleship hat einen Standardorder gemacht, ist erstmal nach vorne gezogen und wird jetzt seine ganzen Waffen, eine Waffe plus Nahkampf, in das Truppenschiff ballern. So weit, so gut. Die Ausbeute für die Schlachtschiffe der UCM war relativ unspektakulär. Das UCM-Schlachtschiff hat mit all seinen Waffen in das Battleship der PHR geballert, aber dank den Calypso-Fregatten ist nur ein Schaden durchgekommen. Das Schlachtschiff hat 2 seiner Waffen in das Truppenschiff geschickt und auch da ist nur ein Schaden durchgekommen. So, jetzt werden hier gleich 2 Torpedos abgehandelt. Mal sehen, ob das katastrophal endet. Okay. Ein Torpedo war ein Blindgänger, der andere Torpedo ist total im Schiff detoniert und hat es zum Kribbeln gebracht. Dabei wurde die Panzerung irreparabel beschädigt. Ab jetzt ist dieses Schiff sehr offen, um bald vom Feld zu wandern. Damit kommen wir dann zur letzten Battle Group in der 3. Runde. Die UCM haben ihre Seattle Carrier übrig, die 15, und die PHR haben ihre Strike Carrier, die 3 übrig. Die PHR entscheiden sich dafür, dass sie nicht zuerst dran sind. Also, die UCM fangen an. Die Seattle Carrier haben alle eine Standardorder ausgeführt und sind erstmal langsam nach vorne gefahren. Hier werden gleich noch Bomber abgehandelt. Hier werden gleich noch Bomber abgehandelt. Und sonst werden die 3 Schiffe gleich noch ihre Waffen verschießen. Der wird sehr wahrscheinlich versuchen, hier reinzuschießen, der wird in den reinschießen und der wird auch Unterstützungsfeuer auf dieses Schiff geben. Dafür, dass es sich hier um Carrier handelt, haben die Seattle Carrier schon recht starke Waffen. Der Carrier hat es geschafft, hier 2 Schaden zu verursachen. Der Carrier hat mit seiner Nahkampfwaffe den Theseus aus dem Spiel genommen. Und der Carrier hat es geschafft, hier noch 2 Schaden zu verursachen, plus von dem noch... Nein, das war schon so. Einfach der hat noch 2 Schaden verursacht. Jetzt werden die Bomber und die Bomber abgearbeitet. An dieser Stelle darf ich bestimmt anmerken, dass die PHR die stärksten Bomber im Spiel haben. Hier wurden 2 Schaden verursacht, trotz heftiger Point Defense und Jägerstaffelabwehr. Hier wurden sogar 5 Schaden verursacht, das Schiff wurde zum Kribbeln gebracht, hat noch 2 Schaden erhalten und die Panzerung ist irreparabel beschädigt. Was 5 Bomber so alles anstellen können. Die Medea Strike Carrier der PHR haben wirklich nichts Aufregendes gemacht. Sie haben sich die kleine Strecke bewegt, die in der Atmosphäre machbar ist, und haben eigentlich keinerlei Waffen, die aus der Atmosphäre rausschießen können. Die können höchstens Städte bombardieren, was im Moment ja eigentlich gar nicht nötig ist. Damit sehen wir jetzt also das Ende von Runde 3, bevor jetzt noch die ganzen Bomber- und Jägerstaffeln wieder gestartet werden. Okay, also Launch Asset Phase. Das fängt immer mit den Torpedos an. Dieses UCM Battleship hat einen Torpedo auf dieses Battleship abgefeuert. Dieses UCM Battleship hat einen Torpedo auf dieses PHR Battleship abgefeuert. Und dieses PHR Battleship hat 2 Torpedos auf jeweils diesen New Cairo Kreuzer der UCM abgefeuert. Die Torpedos kommen wie immer erst am Ende der Aktivierung des jeweiligen Zielschiffs zum Tragen.
Mal sehen, wie sich das verhalten wird. Zu den Bomber- und Jägerstaffeln, die sind sehr geballt. Das ist das Truppenschiff der UCM. Das wird von PHA-Bombern angegriffen und durch UCM-Jäger verteidigt. Auch das andere Truppenschiff der UCM ist hier deutlich belagert. Aber auch den PHA-Schiffen geht es gleich. Die werden von UCM-Bombern angeflogen. Und das war's auch schon. Alle Bomber und Jäger haben sich genau dort, wo die Truppenschiffe sind, versammelt. So, manche Bomber konnten schon direkt jetzt zum Einsatz kommen, da das Zielschiff nahe genug war. Die Bomber von dem Battleship auf das Truppenschiff der PHA kamen direkt zum Einsatz, wobei die PHA-Begleitjäger schon mitmischen durften. Die Bomber haben es geschafft, 2 Schaden zu verursachen. Und auch hier haben die Bomber von diesem Battleship direkt angreifen dürfen. Auch diese haben es geschafft, trotz erbitterten Widerstand 2 Schaden zu verursachen. In der Repair-Runde konnte das Truppenschiff seine Sensoren wieder reparieren. Mehr ist nicht passiert. Okay, und jetzt sieht das Ganze schon ganz anders aus. Victory Points für Critical Locations. Die PHA bekommen gar keine Punkte. Dort ist kein Schiff mehr im Low Orbit. Hier nicht. Hier zwar schon, aber die UCM haben 2. Da hinten auch, aber die UCM haben auch 1. Und bei Gleichstand gebe ich jetzt erstmal niemanden Punkte. Ich denke, das stimmt dann so. Dort hinten haben die UCM auch ein Schiff. Das heißt, die UCM bekommen 4 Punkte und die PHA gar keinen. Wenn man das dann so auflistet, ist es also am Ende der Runde 3 6:6 Punkte Gleichstand. Okay, lasst uns in die 4. Runde starten. Die Battlegruppen. UCM kommt mit einer 22 und die PHA kommen mit einer 22. Dann werden wir mal würfeln. Die PHA eine 1, die UCM auch eine 1. Gold bleibt UCM und die UCM gewinnen die Initiative. Und die UCM entscheiden sich dafür, dass sie zuerst gehen. So, also, die Lima-Fregatten haben das Truppenschiff und das Truppenschiff angeleuchtet. Das haben sie erfolgreich gesehen und das hier, da wurden sogar 2 Spikes, also ein Major Spike hinterlegt. Die 2 New Cairo Kreuzer von den UCM haben es geschafft, den Torpedo abzuhängen. Das heißt, er kann erst nächste Runde aktiviert werden. Gleichzeitig werden sie jetzt gleich das Feuer auf das jeweilige Truppenschiff der PHA eröffnen. Okay, also, der New Cairo konnte hier einen Schaden verbuchen, was jetzt nicht unbedingt die Welt ist. Und der New Cairo konnte hier 2 Schaden verbuchen und einen Minor Spike verursachen. Gut, die PHA versuchen sich darauf jetzt einzustellen. Die Calypso-Fregatten sind im Standard-Order nach vorne gerückt, um hier dem Truppenschiff Deckung geben zu können und werden gleich mit ihren Nahkampfwaffen auf den Kreuzer der UCM schießen. Der Heavy Carrier hat es wieder geschafft, dem Torpedo auszuweichen. Der Torpedo wird wieder verzögert. Er hat eine Wendemanöver gemacht, ein Course Change, und wird jetzt nachher auf das Battleship schießen. Der Battle Cruiser ist von hier hinten im Standardmanöver nach vorne und wird jetzt gleich auf diesen Carrier feuern. Also, die Calypso-Fregatten konnten dem Kreuzer leider keinen Schaden zufügen. Der Schlachtkreuzer hat es geschafft, dem Carrier einen Schaden zuzufügen. Der hat jetzt noch 1 HP übrig, bevor er vom Feld geht. Der Heavy Carrier hat es geschafft, dem Battleship 3 Schaden zu machen.
Und damit hat das Battleship noch 3 Schaden übrig, bevor es auch vom Feld gehen darf. Okay, also holen wir uns die zweite Battle Group. UCM bringt die Schlachtschiffe, 30 Punkte. PHR bringt 17 Punkte. Und die PHR entscheiden sich dafür, dass sie anfangen. Hier wollen die PHR nochmal ordentlich Schaden rausholen. Das heißt, der hier ist wieder Weapons Free gegangen und wird auf das Truppenschiff ballern und der kann sogar auf dieses Truppenschiff ballern. Die 2 kleinen Fregatten, die hier kann auch auf dieses Truppenschiff ballern. Die natürlich auch. Und die beiden anderen Breitseiten werden hier an den Lima-Fregatten ausgelassen, die ja doch auch für einigen Ärger gesorgt haben. Und wieder mal mussten nach den paar Breitseiten die UCM herbe Verluste hinnehmen. Der Carrier wurde in die Luft gesprengt. Das Truppenschiff hat insgesamt 5 Schaden gefangen und die Waffen sind offline. Das Truppenschiff hat sich zwar nur 1 Schaden gefangen, aber die Scanner sind offline. Und auch die Lima-Fregatte hat einen Schaden abbekommen. Okay. Die Battleships der UCM. Das Battleship hier hat sich zum mittleren Cluster bewegt, in den Low Orbit gewechselt mit Standard Orders und wird jetzt sehr wahrscheinlich auf das Truppenschiff schießen. Das Battleship, das schon so stark angeschlagen ist, dass es jederzeit aus dem Spiel rausfliegen könnte, hat ein Risiko auf sich genommen, ist auf Weapons Free gegangen und wird sich sein Ziel hier noch aussuchen. Okay, also die Schussfasser der Battleships. Das Battleship konnte dem Truppentransporter einen Schaden zufügen. Und das Battleship, trotz Weapons Free, hat es geschafft, dem Truppentransporter einen Schaden zuzufügen und dem Battleship 2 Schaden. Wobei man dazu sagen muss, dass die 2 Battleships der UCM, die hier gewählt wurden, die Carrier-Variante darstellen, also die New York-Klasse, die nicht unbedingt so viel Waffen für den Direktkampf bei sich trägt. Also die dritte Battle Group. Die UCM kommen mit 13 und die PHR kommen mit ihren Schlachtschiffen, den 30. Und die UCM werden anfangen. Ja. Okay. Dieser Truppentransporter hat versucht, näher an den Jakarta zu kommen und hat gleichzeitig ein Wendemanöver gestartet, also ein Course Change Order. Dadurch durfte er versuchen, die Bomber abzuschütteln. Das ist ihm gelungen. 2 der feindlichen PHR-Bomber konnte er dauerhaft abschütteln. Der andere Truppentransporter ist nach vorne geprescht, um endlich hier diese Runde Truppen ablanden zu können, falls er das überlebt. Aber auch hier ist eine Jakarta-Escort-Fregatte, die jetzt wahrscheinlich helfen wird, diese Bomber loszuwerden. Das werden wir ja gleich wissen. Okay, also. Der hier hat es geschafft, dank der Jäger wirklich alles aufzuhalten. 2 Jäger sind sogar noch übrig geblieben. Und der hier hat es geschafft, mit Hilfe der Jakarta die Bomber der PHR fast komplett abzuwehren, aber ein Schaden ist durchgekommen. Dann hat der hier auf den hier geschossen, einen Schaden verursacht und der musste Crippling-Test ablegen und die Scanner-Sensor wurden zerstört. Das Schiff hat auf den geschossen und auch da einen Schaden verursacht. Das Schiff ist jetzt bald vom Feld, noch ein Schaden und dann wäre es soweit. Okay, die Battleships der PHR haben ihre Formation aufgelöst. Das hier ist nach hinten gewandert, um demnächst dieser Gefahr hier hinten zu begegnen und wird aber jetzt wahrscheinlich auf das Truppenschiff der UCM schießen. Das hier ist nach vorne ausgeschert und wird wahrscheinlich auf das Schlachtschiff der UCM schießen. Okay, ja, das passiert, wenn große Schiffe vom Feld gehen. Hier war mal das UCM-Flaggschiff mit dem Commander. Das PHR-Schiff hat es in die Luft gejagt und dabei ist es in einem kolossalen Lichtball auseinandergebrochen, hat
den hier noch zerstört, den hier zerstört und den dort zerstört. Das heißt, den Truppentransporter der UCM, aber auch den Strike Carrier der PHR hat es erwischt. Das PHR-Schlachtschiff konnte hier 2 Schaden verursachen und damit ist die Sache erstmal vorbei. Eine Sache betraf noch die PHR Battleships. Hier und da waren noch Torpedos. Der Torpedo hat eingeschlagen wie eine Bombe, hat die 6 Schaden verursacht und der Torpedo hier wurde abgewickelt. Der ist auf die Panzerung getroffen und hat dann nichts weiter verursacht. Damit sind wir wieder bei der Auswahl der Battle Group. Die UCM haben eine 11. Die PHR haben eine 6. Und die PHR entscheiden sich dafür anzufangen. Okay, die PHR-Korvetten, die hier stationiert waren, haben sich aus der Atmosphäre gewagt, sind hier rüber geflogen und werden jetzt versuchen, den Strike Carrier unter Beschuss zu nehmen. Da die selbst aber nicht mehr in der Atmosphäre sind, wird das für sie gar nicht mal so einfach. Die Korvette hat sich nur sehr wenig bewegt, da sie in der Atmosphäre geblieben ist und wird dann einfach auf diesen Kreuzer ballern. Ja, wie gesagt, die 3 haben es nicht geschafft, hier Schaden zu verursachen und die Korvette hat dem Kreuzer einen Schaden verursacht. Also, der Bombardment-Kreuzer ist hier einfach nach innen geschwenkt mit Standard-Orders. Die Chikata-Fregatte hat ihn begleitet. Er wird dann gleich versuchen, hier den Panzer rauszubomben. Der Madrid-Bomber ist näher ran zu dieser Chikata-Fregatte und wird auch versuchen, hier Bomben drauf zu werfen. Die Chikata-Fregatte wird jetzt dann auf diesen Truppentransporter schießen. Die die Bombardierkreuzer machen wieder mal sehr guten Schaden. Die haben hier die Panzereinheit rausgebombt und dieser hier konnte hier 2 Infanterieeinheiten rausbomben. Und der Gipfel des Ganzen ist, der Chikata hat es geschafft, das Truppenschiff in die Luft zu sprengen. Damit sind wir dann bei der vorletzten Battle Group. Die UCM kommt mit einer 7. Die PHR kommt mit einer 14. Und die UCM möchte beginnen. Die Hälfte der Schiffe sind hier ja nicht mehr vorhanden. Der Strike Carrier hat sich leicht nach vorne bewegt und wird jetzt versuchen, eine der Calypso-Fregatten zu beschädigen. Und die Nahkampffregatten hier, die Taipei, haben sich nach vorne gewagt und werden versuchen, es mit dem Schlachtschiff aufzunehmen. Also, der Strike Carrier konnte hier tatsächlich einen Schaden machen, was ich bemerkenswert finde. Die Nahkampffregatten haben sich hier etwas die Zähne ausgebissen, konnten aber einen Schaden gut machen. Dadurch wurde das Schiff gecrippelt und hat Orbital Decay bekommen, also es sinkt jede Runde runter, weil die Stabilisatoren kaputt sind. Und die Maschinen sind nur auf 50% Leistung. Das Schiff ist schon lange gecrippelt, also seitdem der Torpedo eingeschlagen ist, und ich hatte vergessen, das abzuhandeln. Das Schiff hat Feuer. Solange das Feuer nicht repariert wurde, erhält es weiterhin jede Runde einen Schaden. Also, die Carrier haben sich hier standardmäßig nach vorne bewegt und das Truppenschiff der PHR ist auf Silent Mode und auch nach vorne gegangen, um hier nicht mehr in dem Laserbereich zu sein. Trotz allem sind da natürlich noch viele Gegner in der Nähe. In der Schussphase konnten die Carrier hier gar nichts anrichten, aber das Truppenschiff hat es geschafft, die Chakata-Fregatte in die Luft zu jagen. Damit kommen wir zu den letzten Battle Groups. 15 Punkte, die Seattle Carrier. 3 Punkte, die PHR. Und die PHR sagt, dass die UCM anfangen soll.